Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 30. Dezember 2025. Drohnenangriff auf Kreml-Chef. Russland wirft der Ukraine vor, eine Residenz von Präsident Wladimir Putin mit Drohnen angegriffen zu haben. Außenminister Sergei Lawrow hat gesagt, dass die russische Luftabwehr alle Drohnen abgeschossen hat. Es hat keine Schäden und keine Verletzten gegeben. Russland hat trotzdem Vergeltungsschläge angekündigt. Die Ukraine weist die Vorwürfe zurück. Präsident Volodymyr Zelensky nennt sie eine Lüge und warnt vor neuen russischen Angriffen. US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine kritisiert und gesagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für solche Aktionen. Logistikkrise. Akuter Mangel an Lkw-Fahrern in Deutschland. In Deutschland fehlen immer mehr Lkw-Fahrer. Laut dem Branchenverband BGL fehlen rund 120.000 Fahrer. Das Problem ist bereits spürbar. In Supermärkten bleiben Regale teilweise leer, weil Waren nicht rechtzeitig geliefert werden. Rund 80% aller Waren werden in Deutschland mit Lastwagen transportiert. Wenn Fahrer fehlen, gibt es kaum Alternativen über Bahn oder Schiffe. Der Beruf gilt als hart und unattraktiv. Für viele ist die Arbeit sehr schwer. Die Fahrer arbeiten lange, sind oft von der Familie getrennt und haben viel Stress. Außerdem ist der Einstieg schwierig, da spezielle Führerscheine und Schulungen nötig sind. Autonome Lkw können laut Experten helfen, ersetzen Fahrer aber nicht vollständig. USA greifen mutmaßlichen Drogenstützpunkt in Venezuela an. Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen mutmaßlichen Drogenstützpunkt in Venezuela angegriffen. Ziel war eine Hafenanlage, von der aus Drogen transportiert worden sein sollen. Trump hat von einer großen Explosion gesprochen, aber keine Opferzahlen genannt. US-Medien berichten, dass der Angriff mit Drohnen durchgeführt wurde. Tote oder Verletzte soll es nicht gegeben haben. Seit September greifen die USA immer wieder Boote und Einrichtungen an, die sie mit Drogenhandel in Verbindung bringen. Venezuela kritisiert die Angriffe scharf. Dänemark ersetzt Microsoft durch Linux und LibreOffice. Dänemark verabschiedet sich im Digitalisierungsministerium von Microsoft. Bis zum Herbst sollen Windows und Office 365 durch Linux und LibreOffice ersetzt werden. Ziel ist mehr digitale Unabhängigkeit und weniger Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen. Die zuständige Ministerin betont, dass der Umstieg schrittweise erfolgt. Falls es Probleme gibt, kann der Umstieg vorübergehend gestoppt werden. Bisher reagieren die Mitarbeitenden positiv. Beyoncé ist jetzt Milliardärin. Beyoncé gehört jetzt zum Kreis der Milliardärinnen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Forbes. Die Sängerin hat in diesem Jahr rund 148 Millionen US-Dollar verdient. Damit liegt ihr Vermögen bei über 1 Milliarde Dollar. Ein großer Teil ihres Erfolgs kommt aus ihrer Musik und aus Tourneen. Ihre Renaissance World Tour brachte 2023 fast 600 Millionen Dollar ein. 2025 folgte eine weitere Welttournee mit rund 400.000 Dollar Einnahmen. Auch ihr preisgekröntes Album Cowboy Carter war sehr erfolgreich. Beyoncé ist erst die 3. Musikerin, die diesen Wert erreicht. Zu diesem Kreis gehören auch ihr Ehemann Jay-Z,
Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.